Heute zeige ich euch, wie und wo ihr eine Wohnung in Polen mieten könnt und worauf ihr besonders achten solltet. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Falls du neu auf dem Kanal bist oder vielleicht auch schon öfters hier vorbeigeschaut hast und den Kanal noch nicht abonniert hast, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du dies tust und auch sofort die Glocke aktivierst. Dann wirst du auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Schon mal vielen Dank für deine Unterstützung. Heute zeige ich euch, wie und wo ihr in Polen Wohnungen mieten könnt. Und ich werde euch einfach mal ein paar Portale zeigen, polnischsprachige Portale und auch ein deutschsprachiges Portal. Ist keine deutsche Seite, aber ist zumindest deutschsprachig. Und ja, zeige euch einfach mal, wie das hier so alles funktioniert, wonach man schauen muss. Und immer zwischendurch im Video werde ich euch immer so auf einige Sachen besonders aufmerksam machen, wo einfach der Unterschied ganz anders ist im Gegensatz zu Deutschland. Und dann nehme ich euch einfach mal am besten mit bei mir auf meinem Bildschirm. Na, wieso geht das? Ah, genau. Moment. So. Jetzt müsstet ihr meinen Bildschirm sehen. Also es gibt in Polen sehr viele Portale, wo man nach Wohnungen schauen könnt. Klar, hier gibt es große Portale, sowas wie OLX.pl. Otto Dom ist sehr bekannt. Ich persönlich, ich finde Adressowo.pl sehr gut. Es gibt auch noch andere, Gratka und so weiter und so fort. Ich packe euch alles auch nachher nochmal in der Videobeschreibung, dann könnt ihr auch nochmal schauen. Ich werde euch jetzt nur erstmal das polnische Portal zeigen, dann zeige ich euch das deutsche Portal. Und anhand des polnischen Portals, was ich euch jetzt zeigen werde, könnt ihr im Prinzip jedes andere Portal auch benutzen, weil das ist eigentlich überall die gleiche Funktion. Ja, so ist das einfach. So. Dann haben wir jetzt erstmal hier die Seite Adressowo, finde ich persönlich einfach sehr gut. Und ja, wir fangen einfach mal an, indem wir die Stadt uns aussuchen. Ich nehme jetzt einfach mal Danzig, auf Polnisch Gdańsk. Klicke ich hier an. Dann haben wir hier schon mal die erste Auswahl. Was wir suchen jetzt eine Wohnung zur Miete. Mieszkanie do wynajęcia wird auf jeder anderen Seite genauso heißen. Und dann gehen wir hier auf Szukaj, suchen. Und dann haben wir schon die ersten Ergebnisse. Dann haben wir natürlich hier oben auch einen Filter. Können wir mal draufklicken. Und ja, hier können wir dann auch nochmal filtern, ob wir hier wirklich die Wohnung zur Miete haben wollen. Das lassen wir einfach mal hier stehen. Hier ist die Województwa, also im Prinzip in Deutschland sind das Bundesländer, in Polen sind das Województwa. Dann haben wir die Stadt, das lassen wir auch so. Hier kann man auch nach Ortsteil filtern. Zum Beispiel, wir können mal hier Brzezno, heißt das, glaube ich, spricht man das richtig aus? Das ist schon so ein bisschen mehr an der, wirklich an der Meerseite, also zum Wasser. Klicken wir einfach mal an, hier filtern wir das mal direkt. Und ja, jetzt ist der Filter weg. Genau, jetzt könnten wir hier auch noch die Straße filtern. Zimmer, Pokoje. Da suchen wir mal 2- und 3-Zimmer-Wohnungen. Naja. Und was können wir hier noch filtern? Genau, dann können wir jetzt hier auch noch Powierzchnia filtern. Das ist die Quadratmeterzahl. Ja, wir können jetzt einfach mal oder wir lassen das einfach mal. Das machen wir jetzt hier nicht. Und jetzt haben wir hier, genau, das ist ja auch schon ein super Kriterium, umeblowane. In Polen ist das ganz üblich, dass man Wohnungen möbliert mietet. Also man hat hier ganz selten, dass die Wohnungen hier nicht möbliert sind. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, wenn man in die Wohnung einzieht, hat man sofort Möbel drin. Der Nachteil ist, es sind nicht die eigenen Möbel. Und wenn man irgendwelche größeren Veränderungen in der Wohnung machen möchte, muss man immer alles mit dem Vermieter abstimmen. Und ich rede jetzt hier nicht von Sachen irgendwie, ach, ich will mal ein Bild aufhängen, aber sobald ihr anfangen wollt, in der Wand zu bohren, müsst ihr das mit dem Vermieter absprechen. Und warum? Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, was auch noch ein extremer Unterschied ist im Gegensatz zu Deutschland. In Deutschland mietet man überwiegend oder eigentlich ja, überwiegend über eine Wohnungsgesellschaft. Hier in Polen
kenne ich das nur so, dass man alles privat mietet. Das heißt, man hat immer eine Privatperson. Man mietet hier nicht über die Wohnungsgesellschaft, sondern immer über Privatpersonen. Wenn jemand vielleicht eine andere Information hat und vielleicht irgendwo eine Gegend kennt, wo man auch über eine Wohnungsgesellschaft mieten kann, kann er mir mal gerne den Link zeigen. Also ich habe hier persönlich in Polen sowas noch nicht kennengelernt. Und deswegen ist das auch so, dass du jede Änderung, selbst wenn du irgendwie ein Loch in die Wand bohren musst, das immer mit dem Vermieter absprechen müsstest, ja, weil es sonst am Ende Probleme gibt. Deswegen, also hier haben wir dann auch komplett, das lassen wir auch einfach mal so stehen. Genau. Und welchen Filter haben wir hier noch? Genau, dann haben wir hier noch Quelle. Dann kann man hier, also Quelle heißt im Prinzip, miete ich von dem Vermieter direkt oder mache ich das über eine Agentur? Ja, also hier sind auch Agenturen, die Wohnungen anbieten, aber das auch im Prinzip im Auftrag von einem privaten Vermieter. Das muss man auch so bedenken. So, und dann haben wir hier auch schon die Wohnungen, die hier rausgesucht werden. Und dann haben wir jetzt hier auch die Preise und die Größen. Und ja, wir schauen jetzt einfach mal, weiß nicht, wir nehmen jetzt einfach mal hier die zweite Wohnung. Klicken einfach mal hier drauf und jetzt haben wir hier, das ist jetzt hier die Wohnung, die wir mieten können. Ja. Hier haben wir Cena. Cena, das ist im Prinzip der Preis, die Miete, den man dem Vermieter geben muss. Und hier nebenan hat man Czynsz. Czynsz dodatkowy. Czynsz dodatkowy, ich persönlich betitel das als Nebenkosten. Der Pole würde jetzt sagen, es sind Miete. Ich sage dazu Nebenkosten aus dem Grund, weil das Nebenkosten sind, die man im Prinzip an der Wohnungsgesellschaft abgeben muss. Ja, also man bezahlt dem Vermieter quasi die 3.200 Zloty plus 350 Zloty, was auch an den Vermieter geht, also an den Privatvermieter. Und der private Vermieter muss dann diese 350 Zloty an die Wohnungsgesellschaft abgeben. Und in diesen 350 Zloty hast du dann zum Beispiel Müllabfuhr, eventuell eine Flurreinigung. Ich glaube auch Wasser und Gas ist da mit drin. Und ja, das wird dann halt in der Regel zweimal jährlich in Polen dann abgerechnet und dann muss man entweder draufzahlen oder man kriegt dann halt etwas zurück. Das ist dann auch immer noch mal so ein ganz, ganz großer Unterschied. Also im Prinzip ist das so, dass diese 3.200 Zloty geht ja, dem privaten Vermieter in die Tasche. Natürlich, wenn er das angibt und alles, muss er dann auch Steuern noch davon bezahlen, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Und diese 350 Zloty geht im Prinzip an die Wohnungsgesellschaft, was aber auch nur mehr oder weniger pauschal ist. Und dann haben wir hier auch noch eine Kaution. In dem Fall will der Vermieter 6.000 Zloty. Und genau, dann haben wir hier eine 35 Quadratmeter Wohnung. Also wir können uns das jetzt mal ausrechnen, was jetzt hier in Danzig eine 35 Quadratmeter Wohnung kostet. Also jetzt in dem Fall die, dann machen wir mal hier so. Ja, da sind dann 3.550 Zloty. Rechnen wir mal durch den Euro-Zloty-Kurs, so ungefähr, dann sind das 755 Euro. Zu diesen 755 Euro oder 3.555 Zloty kommt auch noch Strom dazu. Bei einer Person ja, kann man so zwischen 80 und, je nachdem wie der Verbrauch ist, zwischen 80 und 120 Zloty rechnen. Dann eventuell noch Internet, wenn das schon nicht in den Czynsz-Kosten drin ist. Manchmal ist Internet in den Czynsz-Kosten drin, manchmal nicht, da muss man das auch nochmal extra machen. Und wenn man hier in Polen gutes Internet haben will, ja, sage ich jetzt mal ganz grob 50 Zloty, ne? Dann kriegt man hier schon eine Glasfaser-Blitzleitung, super, ich glaube mit einer 800.000er Leitung oder irgendwie sowas. Also hier in Polen kriegt man hier wirklich 1A Internet. Aha, schaut mal, hier sehen wir das sogar. Hier die Nebenkosten. Also genau, hier sind die Czynsz-Kosten im Winter. Das sind 3.350 bis 400 Zloty, weil im Winter natürlich mehr geheizt wird. Und im Sommer Lato, im Sommer około, okay heißt około, das heißt ungefähr 250 Zloty. Ja, also so kann man sich das dann ausrechnen. Dann hat man hier noch 80 Zloty Internet und Prąd, also Strom, 150 Zloty. Also wenn wir das dann jetzt auch noch mal hier alles zusammenrechnen, dann sind das die 3.550. Wenn wir jetzt Internet noch haben, 80 plus 150. Ja, dann sind wir bei 3.780 durch 4,7. Ja, da sind wir bei
etwas über mehr wie 800 Euro, wenn wir jetzt diese Wohnung in Danzig mieten wollen. Genau, die Wohnung sehen wir auch, hat man hier auch noch eine Karte, dann sieht man dies im Prinzip am Meer dran. Ja, ist wahrscheinlich auch, zahlt man auch ein bisschen dann für die Aussicht. Und ja, das ist die Wohnung. Wir gehen jetzt nicht auf die Bilder darauf ein und alles. Und so im Prinzip könnt ihr das dann über jedes andere Portal hier auch machen. Hier haben wir zum Beispiel Ottodom oder OLX. Ja. Hier haben wir jetzt auch zum Beispiel schon eine günstigere Wohnung. Brauchen wir jetzt nicht draufklicken, weil das soll jetzt auch nur so eine Orientierung sein. Dann gehen wir mal auf das andere Portal, und zwar habe ich hier ein deutschsprachiges Portal. Das ist Gabino Home. Genau, hier habt ihr das dann alles auf Deutsch. Ach ja, übrigens, wenn ihr zum Beispiel auch die Seite hier auf Polnisch habt, also ich weiß nicht, jeder benutzt ja einen anderen Browser, aber hier zum Beispiel kann man auch draufklicken, dann kann man sich die Seite auch übersetzen lassen. Das ist natürlich nur so, dass Google Translator das übersetzt, und ich denke mal, viele kennen den Google Translator, wie der arbeitet. Naja, also da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein mit der Übersetzung, würde ich jetzt mal sagen. Also da immer vorsichtig sein. Kann man nutzen, wenn man jetzt die polnische Sprache nicht kennt, aber man muss auch immer schauen, dass man nicht wirklich alles 1:1 so übernimmt, wie das dann dort steht, weil der Übersetzer einfach nicht so ideal übersetzt. So, dann gehen wir jetzt auch nochmal hier, Gdańsk, wieso zeigt er, oder hier will der wahrscheinlich, hier kann man das sogar auf Deutsch schreiben, okay, ja klar, okay, ist ja auch eine deutsche Seite, oder zumindest deutschsprachige Seite, Entschuldigung. So, hier ist das auch so, auf dieser Seite, was mir aufgefallen ist, hier kann man auch eine Anreisedatum angeben. Also das ist jetzt hier kein Ferienportal, wo man sich irgendwelche Ferienwohnungen mietet, weil diese Seite bietet auch Langzeitmiete an. Das ist auch nochmal ein ganz großer Unterschied im Gegensatz zu Deutschland. Hier in Polen macht man öfters Mietsverträge auf Zeit. Also man spricht das immer mit dem Vermieter ab, und dann sagt man vielleicht irgendwie, man will nur für 1 Monat, für 3 Monate, vielleicht auch für 6 Monate oder für 12 Monate. Während das ja in Deutschland so ist, wenn man im Prinzip über eine Wohnungsgesellschaft eine Miete mietet und sich da korrekt verhält, dann kann man da im Prinzip bis zu seinem Lebensende dort leben bleiben. Also und das ist auch eigentlich sehr schwierig, jemanden aus der Wohnung rauszuschmeißen, wenn man jetzt über die Wohnungsgesellschaft eine Wohnung mietet. Hier in Polen läuft das alles ein bisschen anders. So, dann haben wir jetzt hier Langzeitmiete. Wir geben jetzt einfach mal Danzig ein, und ja, hier kommen jetzt auch nur Tagespreise an. Wieso zeigt er mir hier Tagespreise an? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, wenn ich ehrlich bin, weil ich habe hier schon vorher drauf geschaut, hat er mir... Wohnungen, genau, genau, Entschuldigung, mein Fehler, weil hier sind Zimmer und hier sind Wohnungen, die man dann mieten kann. Genau, und jetzt sieht das schon alles ein bisschen anders aus, klar. Genau, und hier haben wir jetzt auch die Wohnungen. Ich vermute mal, wenn das eine deutschsprachige Seite ist, könnten die Mieten etwas höher sein, weil das hier dann schon ein bisschen mehr gezielt, sage ich mal, auf Ausländer abgestimmt ist. Und dass Ausländer wahrscheinlich mehr zahlen würden, wie jetzt die Einheimischen, sollte, denke ich sage jetzt mal, logisch sein. Ne? Schauen wir uns jetzt hier auch mal einfach mal hier diese Wohnung hier an, was hier drin steht. Und genau, hier haben wir dann jetzt auch Vermietermanager. Hier haben wir die Sprachen, die gesprochen werden. Das ist Russisch, Englisch, Polnisch. Also mit diesen Sprachen kann man sich verständigen mit dem Vermieter. Dann hat man hier auch die Bilder. Hier hat man auch eine Beschreibung. Das ist auch alles auf Deutsch geschrieben. Sehr schön. Und jetzt haben wir hier, was hier auch noch zu beachten ist, Verfügbarkeit. Dann haben wir zum Beispiel Mindestaufenthalt 1 Monat. Also du musst mindestens für 1 Monat unterschreiben. Maximaler Aufenthalt gibt es keinen. Wenn wir jetzt aber mal eine andere Wohnung uns anschauen, da wird mit großer Wahrscheinlichkeit eine Aufenthaltsverfügbarkeit... Genau, hier haben wir zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel, dass man hier unterschreiben muss, dass man für mindestens 6 Monate in der Wohnung wohnt, aber maximal der Aufenthalt nicht länger wie 12 Monate sein darf. Und das ist hier so in Polen, ja, ich sag mal üblich, dass man hier Vermieten auf Zeit macht. Was auch noch ein ganz großer, gewaltiger Unterschied im Gegensatz zu Deutschland ist, in Polen hat man keine Meldepflicht. Ja? Und deswegen
könnte es eventuell Probleme geben, wenn man eine Wohnung mietet, sage ich mal als Ausländer eine Wohnung mietet, dass der Vermieter sich sträuben wird, euch in der Wohnung anzumelden. Rechtlich gesehen sollte es dort keine Probleme geben, wenn man das alles schriftlich festhält, aber hier in Polen, ich sag mal, herrschen immer so Sachen, dass wenn der Vermieter einen Ausländer bei sich in der Wohnung anmeldet, dann hat der Vermieter Angst, den Ausländer hinterher aus der Wohnung rauszukriegen. Weil hier in Polen sind schon komische Sachen, sage ich mal, passiert, wenn es um dieses Thema geht, dass man da Leute angemeldet hat in der Wohnung und dann Probleme hatte, aus rechtlichen Gründen, die aus der Wohnung rauszuschmeißen und dann der Eigentümer der Wohnung nicht mehr in seine eigene Wohnung reingehen konnte. Ja, und das ist dann manchmal immer so ein Problem. Was aber eigentlich gar kein großes Problem ist, weil, wie gesagt, in Polen gibt es keine Meldepflicht, aber wenn man hier in Polen einen Langzeitaufenthalt hat, muss man das angeben und man muss eine Adresse angeben zumindest, wo man dich erreichen kann, und das kann auch der Vermieter problemlos machen. Auch kann euch der Vermieter theoretisch problemlos anmelden, auch wenn, also solange auch im Mietsvertrag festgehalten wird, wann ihr auszieht, und dann seid ihr auch rechtlich verpflichtet, die Wohnung zu verlassen. Und das sind dann auch schon mal so diese Unterschiede. Also es gibt da wirklich so 3, 4, 5 große, sehr, sehr starke Unterschiede im Gegensatz zu Mieten in Deutschland. Und genau, hier haben wir dann auch die Preise, alles drum und dran. Und ich vermute mal, Preise im Gegensatz zu Deutschland, das ist gar kein großer Unterschied mehr. Deswegen hat man das hier eigentlich in Polen sehr oft, dass die Einheimischen eher eine Wohnung kaufen, anstatt eine Wohnung zu mieten, weil, wie man sieht, wenn man jetzt eine Wohnung mieten soll und man zahlt hier seine 3.000, 4.000 Zloty, manchmal sogar noch mehr, also das kommt wirklich jetzt auch auf die Gegend an. Ja, und man kann vielleicht einen Kredit nehmen und sich, ich sage jetzt mal ganz stumpf, sich für 30 Jahre verschulden, aber dann hat man nur einen Kredit, sage ich mal, von 2.000 Zloty. Ja, dann die Einheimischen, die mieten dann schon ein bisschen mehr, hat auch ein bisschen was hier vielleicht mit der Mentalität zu tun, dass die hier so mehr ihr eigenes haben wollen, anstatt jemanden, ich sage jetzt mal, das Geld in die Tasche zu stecken oder für jemanden das Haus oder die Wohnung zu bezahlen. Ja, das ist hier auch so ein bisschen so eine Mentalitätssache einfach. Ja. Und das sind eigentlich so die wesentlichen Sachen, die man so beachten sollte, wenn man eine Wohnung in Polen mietet. Und ja, das war es auch eigentlich. Ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat. Vielleicht sind dir auch noch andere Sachen aufgefallen. Dann kannst du es mich gerne in den Kommentaren wissen lassen. Mich würde das auf jeden Fall freuen, wenn du schon mal irgendwie Erfahrung gemacht hast, auch vielleicht gerade als Ausländer Erfahrung gemacht hast, eine Wohnung zu mieten. Es würde mich wirklich sehr interessieren. Schreib mir das auf jeden Fall mal bitte in den Kommentaren, wie das bei dir abgelaufen ist. Musstest du auch hier diese ganzen Prozeduren durchgehen? Wie hast du die Wohnung bekommen? Das ist für mich auch sehr, sehr interessant. Hast du das über ein polnisches Portal oder doch über ein ausländisches, deutschsprachiges Portal bekommen? Das sind wirklich Sachen, die mich sehr interessieren. Ansonsten, ja, danke ich dir auf jeden Fall, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast, was ja jetzt auch schon sehr lange geht. Ja, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!